Ich bin Andrea Taub. Seit fast 20 Jahren unterrichte ich Acrylmalerei. Hier zeige ich dir meine besten Techniken und Effekte für Anfänger und Fortgeschrittene. Also, lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und alle, die neu sind, herzlich willkommen. Ihr seid genau richtig hier, wenn ihr euch für Acrylmalerei interessiert und gerne ein paar neue Techniken, Werkzeuge, Tricks und Kniffe, Effekte und so weiter kennenlernen möchtet. Begleitet mich gerne in diesem Video und wir werden heute nochmal, das habe ich schon in vielen anderen Videos gezeigt, heute nochmal meine Folientechnik aufgreifen. Die habe ich mal in meinem Atelier entwickelt und zwar wird die erste Schicht des Bildes tatsächlich auf der Verpackungsfolie der Leinwand, also dieser durchsichtige Verpackungsfilm, werden wir unsere erste Bildschicht malen. Und zwar brauchen wir hier eine kleine Karte, so eine ausgediente Bankkarte oder was man im Portemonnaie vielleicht abgelaufenes hat. Dann habe ich hier ein paar Farben. Alles, was wir an Material brauchen, fasse ich einfach in einer Liste zusammen. Und das könnt ihr dann in der Videobeschreibung nachschauen. Und wir fangen an und nehmen erstmal weiß. Ich zeige euch das mal hier ein bisschen näher. Ich tauche die Karte so ein, dass auf einer Seite, auf der Seite nicht, sondern nur auf einer Seite im Grunde genommen ein bisschen Farbe ist. Stell die Karte ab auf die Folie und ziehe ganz leicht die Farbe über diese Folie und beim drüberziehen kippe ich die so ein bisschen zur Seite, dass die Farbe sich komplett auf die Folie ablegt. Dann nehme ich die nächste Farbe dazu und ziehe die auch auf die Folie. Dann nehme ich die nächste Farbe, streife die auch so auf die Folie ab. Dann nehme ich wieder eine andere Farbe und mache das Gleiche und gestalte so eine schöne Farbfläche mit diesen Tönen. Und ich möchte gerne, dass die ganze Leinwand, also die ganze Fläche der Folie mit diesen Farbtönen bestückt ist. Und gehe immer wieder mit der Karte hin und streife jeweils die Farbe ab, die ich mit der Karte aufgenommen habe. Ihr könnt da eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ihr wundert euch wahrscheinlich und fragt sich, warum malt die Farbe nicht direkt auf die Leinwand? Ja, weil wir später diese Farbschicht übertragen auf die Leinwand, aber man sieht dann nicht diese Seite, sondern es wird übertragen, man sieht die Rückseite. Und die ist meistens viel schöner, weil man da ganz tolle Farbverläufe hat, die man eigentlich ja nie sieht. Weil wenn wir malen, sehen wir immer die Vorderseite. So, ist ja klar. So, die Leinwand ist ja nicht durchsichtig. Aber wir machen im Grunde genommen die Rückseite, die wirklich, also ihr müsst das echt ausprobieren, das ist wirklich kurios, aber die Rückseite ist meistens viel schöner von den Farbverläufen her, es sieht total interessant aus als die Vorderseite. Es bleibt ja nicht auf der Folie, sondern wir nutzen nur die Folie als kleinen Zwischenschritt und die kommt ja hinterher weg, die bleibt nicht auf der Leinwand kleben und nichts, es geht nur darum, das ist unser Trägermaterial für diese Farbfläche. Aber ihr werdet sehen im Laufe des Videos, wir übertragen die Farbe dann, das ist total spannend. Also jetzt streife ich hier mal die Farben einfach auf die Fläche. Einfach so ein bisschen mit den Farben spielen. Schaut mal, wie lustig das aussieht. Man sieht hier so kleine Lücken, weil sich die Farbe auf der Folie so ein bisschen zusammenzieht. Und dann sind das Lücken, also diese freien Stellen, da kann hinterher nämlich die Farbe durchgucken, die dann eigentlich auf die Leinwand kommt. Also wir machen ja diesen Farbfilm, und dann nehmen wir die Folie runter und dann kommt auf die Leinwand eine andere Farbschicht. Wenn wir hier mit der Fläche fertig sind, zeige ich natürlich, wie man diese Farbfläche dann überträgt. So, jetzt habe ich im Grunde genommen die Farbe aufgetragen
Hier gehe ich nochmal so ein bisschen drüber. Bin dabei so vorgegangen, dass ich nicht kreuz und quer gemacht habe. Das ist mir immer ein bisschen zu wild dann in dem Fall. Ich habe die Farbe halt horizontal und vertikal mit der Karte aufgespachtelt. Und jetzt möchte ich gerne noch ein paar Effekte in die Folie machen, die dann hinterher, das werdet ihr sehen, auch die Hingucker-Effekte im ganzen Bild werden sollen. Die Farbe jetzt auf der Folie ist ja noch sehr nass. Das heißt, alles, was ich jetzt hier rein kratze, ist dann später ein Fenster zur nächsten Farbschicht. Ich gehe dann jetzt einfach hin und nehme die Karte und kratze so ein bisschen wieder die Farbe weg. Nehmt euch bitte ein Tuch dazu. Macht die Karte zwischendurch sauber und dann kann man so versetzt hingehen und kratzen die nächste Stelle frei. Und so würde ich jetzt einmal die lange Seite von der Karte nehmen, einmal die kurze und hier einfach so ein bisschen an manchen Stellen ist die Farbe schon was fester geworden. Das macht aber nichts. Wir haben immer genug weggekratzt, dass der Untergrund trotzdem durchgucken kann. Lasst euch da mal überraschen, wie toll das hinterher aussieht. Damit wir direkt weiterarbeiten können, föhnen wir diese Folie oder die Farbe jetzt hier auf der Folie einfach mit einem Föhn trocken. Das dauert vielleicht ein paar Minuten. Der Farbfilm auf der Folie ist jetzt getrocknet. Jetzt kann ich die ganz ohne Probleme umdrehen. Ich gehe hin und schneide erstmal so ein Fenster hier raus. Schön aufpassen, dass die Folie nicht nach vorne zerreißt, weil die muss komplett bleiben. So, jetzt habe ich das Fenster rausgeschnitten. Hier schneide ich jetzt bis auf die Ecken auf. Hier ist es schon auf, damit wir die Folie jetzt gleich über die Ecke wegziehen können. Schaut mir einfach zu. So, jetzt habe ich die bis auf die Ecke aufgeschnitten. Jetzt gehe ich hier an diesen Zipfel ganz vorsichtig und stülpe das so weg und kann so, also immer noch aufpassen, dass der nicht kaputt reißt, den Farbfilm. Also wirklich vorsichtig. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir unsere weiße Leinwand. Wir haben unseren Farbfilm. So ist er gemalt. Und so sieht er jetzt andersrum aus. Schaut mal hier oben, was hier für witzige Effekte entstanden sind. Die sehen wir gleich noch deutlicher, wenn die Farbe drunter ist. So, diese Folie schneide ich mir jetzt noch ein bisschen zurecht. Und zwar alles, was hier so ein bisschen drüber hängt. Also ich lasse so ungefähr 2 cm zwischen Farbfläche und Schnittkante frei. Ich möchte aber dieses quasi um die Ecke gestülpte von der Folie nicht mehr haben, weil das stört mich gleich, nämlich wenn wir die Farbfläche auf die Leinwand übertragen. So, schaut mal. Jetzt habe ich die Folie. So rum haben wir sie gemalt. So rum haben wir es später auf der Leinwand. Natürlich ohne die transparente Folie, sondern wir haben nur die Farbschicht übrig. Wie das geht, seid gespannt. Das ist, ja, diese Technik habe ich tatsächlich irgendwann durch Zufall entdeckt. Keine Ahnung, weil ich immer so viel ausprobiere und rumexperimentiere. Mir kommen immer 1000 Ideen und neue Sachen und was man machen kann. Und da ist das bei rausgekommen. Gott sei Dank, weil das macht echt unheimlich Spaß und es sieht auch hinterher echt super raffiniert und knifflig aus. Man kann es halt nicht so unbedingt nachvollziehen, wie es gemacht ist. Und das finde ich immer spannend bei einem Bild.
Und ihr seht, es ist ja echt nicht schwer gewesen bis jetzt. Wir nehmen jetzt diese coole Folie und legen die einfach mit der bemalten Seite nach oben zur Seite, dass da nichts dran kommt. Jetzt möchte ich gerne die Fläche gestalten. Und zwar, wir nehmen hier einen ganz normalen Baumarktpinsel. Einfach die Leinwand komplett mit Orange bemalen. Warum ist das wichtig, dass die Farbe was dicker aufgetragen ist und nicht so ganz hauchdünn? Weil jede Stelle dieser Farbfläche sollte gleich noch nass sein, wenn wir unsere Farbfolie vom Anfang da drauf legen, weil sich die Farbfläche von der Folie, also das blaue Türkis, grünliche, was wir gemalt haben auf die Folie, das soll sich mit dieser frischen Farbschicht hier verbinden, wenn wir das drauflegen. Diese Fläche sollte wirklich noch feucht sein. Also keine Stelle darf getrocknet sein. Wenn ihr merkt, oh, da ist eine Stelle, dann bitte nochmal Farbe auftragen. Schaut mal, das passt schon super, finde ich. Guck mal, das Grün-Blau mit dem Orange, das sieht ja schon super aus. Die bemalte Fläche, also wirklich die Fläche, die wir bemalt haben, die muss auf die feuchte orange Farbe. Ich gehe jetzt nämlich hin und lege zum Fixieren schon mal hier nur die Kante auf, damit mir die Folie nicht so hin und her rutscht. Wir legen jetzt einfach die Folie oh, guck mal, wie schön das aussieht mit dem Orange. Ein schönes Sommerbild wieder. Wir haben jetzt die Folie auf der feuchten orangen Farbe. Wir versuchen alle größeren Luftblasen wegzureiben. Und dann haben wir hier ganz coole Farbkombination schon. Hier hatten wir ja das auf der Folie mit der Karte so freigekratzt. Das soll dann später so ein bisschen der Hingucker werden. Bitte sorgsam gucken, dass alle Luftblasen raus sind, weil da, wo Luftblasen sind, überträgt sich nämlich die Farbe nicht mit der, also die Farbe von der Folie, nicht mit der feuchten Farbe der Leinwand. Also dem Orange in dem Fall. Also schön gucken, mal zur Seite gehen, so von der Seite gucken, dann sieht man meistens, wo die Luftblasen sind. Genau. So, das wirklich über Nacht in Ruhe trocknen lassen. Auch nicht gucken, hochheben zwischendurch. Ah, wie weit sind wir denn? Vielleicht hat es ja schon geklappt. Nein, bitte, bitte, bitte. Über Nacht trocknen lassen. Das ist ganz wichtig, damit sich das richtig gut übertragen kann. Hier zeige ich euch nochmal coole Farben. Tolle Fläche. Ich kann mir schon richtig vorstellen. Ich habe da nämlich noch was vor in der Mitte. Was Schönes zu machen noch. Und so wenig Werkzeuge und auch so wenig Farbe. Das kriegt man so ein tolles Bild hin. Also, wenn alles getrocknet ist, geht's weiter. Bis gleich. Die Trocknungsphase ist jetzt vorbei. Ich hoffe, ihr hattet die Geduld und habt das schön über Nacht liegen lassen. Ich fange ganz vorsichtig an in einer Ecke. Ich nehme mal hier oben die Ecke. Komm mal ganz nah, wie ihr seht. Schaut mal. Ich glaube, das hat sehr gut funktioniert. Ihr seht, die Folie ziehen wir jetzt ab. Und unsere Farbe, die wir da drauf gemalt hatten, bleibt einfach kleben, weil die sich mit der orangen Farbschicht verbunden hat. Und man kann ganz einfach, aber vorsichtig trotzdem immer schön langsam und vorsichtig
die Folie jetzt abziehen. Ich mache das ganz vorsichtig. Ihr seht, auf der Folie ist nichts mehr an Farbe. Das hat sich alles auf das Orange übertragen. Und wir sehen jetzt das Ergebnis, was super geworden ist. Guck mal, der hat sogar die Falten von der Folie mit übernommen. Witzig, ne? Ja, das sind alles so kleine witzige Effekte, die mir gut gefallen. So, zack. So, wie ihr seht, es ist nur minimal mal irgendwo eine Eckchenfarbe hängen geblieben. Das ist völlig normal, aber prinzipiell ist das jetzt die Folie, wo wir drauf gemalt haben. Die Farbe ist jetzt mit auf der Leinwand, auf der orangen Fläche. Und wir sehen jetzt im Grunde genommen die Rückseite von unserer Folienbemalung. Hatte ich ja schon erklärt. Was noch ein Riesenvorteil ist, wenn sich viele fragen, hatte ich ja schon mal, glaube ich, am Anfang des Videos gesagt, warum ich die Farbe erstmal auf die Folie male und nicht direkt auf die Leinwand, weil diese Effekte, der Glanz und diese ganzen Farbspiele, das bekommt man nicht so hin, wenn man jetzt sagt, ich male jetzt erstmal die Leinwand orange und dann mache ich da grün und blau drauf. Kann man auch machen, sieht aber anders aus, hat einfach einen anderen Effekt. Also es geht ja darum, dass man wirklich mal Effekte macht, die nicht so sind wie alle anderen. Und das, finde ich, ist einer davon, diese Folientechnik. Hier haben wir diese aufgekratzten Fenster, wo das Orange von unten durchkommt. Sieht super aus. So, jetzt möchte ich aber die nicht so lassen, wie sie ist. Ich wollte euch nochmal kleine Effekte zeigen, die total einfach sind, ganz simpel zu machen, ganz schnell nachzuvollziehen und ganz easy. Wir nehmen wieder unsere Karte, tauchen die Karte nochmal in die Farbe ein, sodass an den Kanten, nur an den Kanten, so ein bisschen Farbe haftet. Man nimmt die lange Seite, ich habe jetzt die lange Seite genommen. Ihr könnt natürlich auch die kurze Seite, also ich wechsle gleich zwischen der langen Seite und der kurzen Seite, weil ich unterschiedlich lange Effekte haben möchte. Jetzt gehe ich hin und nehme diese kleine Farbschicht auf der Kante und mache einfach hier quasi da einen Abdruck, wo unsere Vierecke sind. Einfach irgendwo rein, ganz locker. Und so wandere ich jetzt um die Vierecke. Ich tanke jetzt nochmal Farbe nach. Meistens kann man so 2 Abdrücke machen und da muss man ein bisschen nachtanken sozusagen. Ich gehe jetzt hin und mache hier so ganz, ich gehe nicht genau auf die Kante, sondern so ein bisschen daneben. Das sieht ein bisschen lockerer aus. Und so mache ich jetzt so ein paar Highlights nochmal da rein, dass so wirklich der Blick auf die Mitte gelenkt wird, weil hier auch irgendwie dieses offene Orange, das ist so schön ansprechend, finde ich. Und so, jetzt nehme ich mal die kürzere Seite. Und du kannst hier nichts verkehrt machen. Schau mal, ich lege einfach ganz intuitiv, drücke ich die Karte immer wieder mal ab. Ihr macht einfach so viel, wie es euch gefällt. Ich mache noch ein bisschen mehr, weil mir das sonst zu statisch wirkt. Ich gehe einfach nochmal und lege immer den zweiten daneben. Das geht auch super. Sieht das auch schon ein bisschen lockerer aus. So, guckt mal. Das finde ich noch ganz schönes Highlight in dem Bild. Macht auch unheimlich Spaß. Man könnte so stundenlang weitermachen, aber wenn euer Bauch sagt, okay, jetzt gefällt es mir, dann kann man auch aufhören.
So, ich lege hier nur einen hin und hier. Apropos aufhören. Ja, es macht einfach so viel Spaß und da kann man schlecht aufhören. Ich lege jetzt einfach nochmal ganz spontan, so als letzten Schritt, nochmal das Prinzip von Vierecken aufgenommen und somit sieht das total schön harmonisch aus. Gefällt mir gut. Und man braucht für dieses Bild ganz wenig Werkzeug. Jetzt zeige ich euch nochmal eine coole Idee, wie wir einen schönen Rand für das Bild gestalten. Ich möchte im Bild, aber damit es schöne Ruhe ausstrahlt, einen weißen Rand geben. Und zwar nicht nur einen weißen Rand, sondern, ich zeige euch das jetzt, ich gehe jetzt hin und mal den Rand mit dem Schwamm erstmal weiß. Da kann man zweimal ruhig über den Rand gehen, weil im ersten Schritt wird es wahrscheinlich nicht ausreichen. Decken. Kurzen Moment trocknen lassen und dann direkt zweite Schicht oben drauf. Dann haben wir es schön deckend. So, ich habe 2-3 Minuten gewartet und jetzt lege ich die zweite Schicht drauf. Die deckt dann schon viel, viel besser ab. Kann sogar 3-mal, glaube ich, drüber gehen. Also einfach den Rand schön weiß machen. Jetzt einmal nochmal hier rum, also das zweite Mal. Aber das soll jetzt nicht nur der Außenrand weiß werden, sondern ich zeige euch jetzt noch einen kleinen Trick und einen kleinen Effekt. Und zwar mache ich das relativ häufig in Bildern, die abstrakt sind, um dem Ganzen so ein bisschen Halt zu geben. Dass ich nämlich hingehe, wenn ich den Schwamm jetzt hier mit Farbe bestückt habe, den Rand weiß gemalt habe, dass ich so ein bisschen auf die Kante hier gehe und den Rand, indem ich hier so drüber wische, ein bisschen mit ins Bild nehme. Seht ihr das? Dann hat das Bild so einen optischen weißen Rahmen. Das finde ich jetzt für so ein frisches Bild. Seht ihr den Unterschied zwischen hier und hier oben zum Beispiel? So, dann ist hier so eine klare weiße Linie. Das mache ich jetzt einmal drumherum. Mal wieder ausreichend Farbe nachtanken, damit man da auch schönen hellen Rand sieht. Ruhig. Also wirklich auf der Kante und den Schwamm so ein bisschen ins Bild rein neigen und dann hat man diese helle Kante. So, was sagt ihr? Ist das nicht ein super schönes Bild geworden? Ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Schaut mal hier mit dem weißen Rand jetzt, mit den Effekten noch in der Mitte. Ganz dezent, aber doch Hingucker. Ganz easy gemacht. Wirklich super geeignet, wenn du als Anfänger das ausprobieren möchtest. Du kannst eigentlich überhaupt nichts falsch machen. Versucht das einfach, probiert euch aus und ich bin total happy über unser Ergebnis und ich hoffe, ihr habt auch genauso viel Spaß, wie ich das jetzt hatte, dieses Bild zu malen. Vielen Dank für euren Support, vielen Dank für eure vielen Abos. Ich freue mich riesig und es motiviert mich unheimlich, viele, viele Tricks und Effekte und Materialien und Inspirationen an euch weiterzugeben. Also, vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich schon heute. Liebe Grüße, schöne Zeit bis dahin. Eure Andrea.